Hallo zusammen und willkommen zu meiner 9to5 Sokrates Videoreihe. In diesem Video geht es nicht um meinen vollgepackten Desktop, sondern um die alte volle 256 GB SSD-Platte, die nur noch wenige Gigabyte frei hatte und jetzt durch eine Crucial 1 TB SSD ersetzt wurde. Soweit so gut, das Ganze schauen wir uns an einem Lenovo Yoga 500 an. Bei Amazon gekauft und mit Clonezilla die Festplatte dann geklont, habe ich die alte Platte ausgebaut und die neue Platte eingebaut. Alles verlief reibungslos. Das Video musste ich erneut drehen, deswegen sieht man schon weitaus mehr Speicherplatz auf meiner C-Festplatte, mittlerweile ist die schon 450 GB groß, nachdem ich die Partition bereits vergrößert habe. Das Video habe ich nachgedreht, um euch das Problem und die Lösung aufzuzeigen. Zunächst wurde die Platte 1:1 geklont. Das Problem dabei war aber, dass die Platte C 450 GB groß ist, wir aber mehr Speicherplatz auf der Partition möchten. Im Explorer sehen wir das nicht, deswegen greifen wir über die Datenträgerverwaltung als Administrator auf die Partitionen zu. Hier sehen wir das Hauptproblem, denn normalerweise kann man die gewünschte Partition anklicken und einfach auf Volume erweitern drücken. Diese Fläche ist allerdings ausgegraut, das heißt, es scheint offensichtlich nicht möglich, weil die C-Partition und der freie Speicherplatz nicht zusammenhängen, was Voraussetzung ist. Mit einem kleinen Trick machen wir es aber möglich. Wir bedienen uns hierzu der kostenlosen Partitionssoftware. Dazu öffnen wir Google und suchen dort nach der Software. Bei chip.de. Dann laden wir das Programm herunter und installieren es. Hier im Video habe ich das wie gesagt bereits erledigt, weil ich das Video nachdrehen musste. Über die Verknüpfung auf dem Desktop öffnen wir das Programm, klicken die Werbung weg und wählen die C-Platte aus und dann unten links auf Partition erweitern. Hier wählt ihr in der Liste den Teil mit nicht zugeordnetem Speicher aus. Ihr seht, was ich am Anfang hier ausgewählt habe. Meine Zwischenpartition mit nur 25 GB Speicher. Gut, genauso sollt ihr es bitte nicht machen. Ihr wählt also bitte den nicht zugeordneten Speicher aus. Mit dem Schieberegler wählen wir, wie viel von dem freien Speicherplatz auf die C-Platte übertragen werden soll, obwohl die anderen Partitionen zwischen dem freien Speicher und der C-Platte liegen. Mit OK bestätigen. Anschließend drücken wir auf Übernehmen und lassen das Programm, wie man sieht, laufen. Normalerweise läuft alles durch, ohne Neustart. Falls ihr allerdings solche Pechvögel seid wie hier, dann muss doch ein Neustart her. Spult das Video sonst ruhig zurück, falls ihr eine Stelle oder den einen oder anderen Mausklick übersehen habt.